Mai 1945. Der Krieg in Europa ist vorbei. Zurück bleibt ein Kontinent in Trümmern und ein gigantischer Friedhof aus Stahl. Zehntausende deutsche Panzer stehen verlassen an den Landstraßen, in den Vorgärten oder ausgebrannt in den Ruinen. Aber was passiert jetzt mit diesen Stahlmonstern? Werden sie einfach eingeschmolzen? Oder gibt es eine geheime Verwendung für die einst gefürchtete Technik? Heute schauen wir uns an, was direkt nach der Stunde Null mit dem Schrott des Dritten Reichs passierte. Reden wir über Zahlen. Von den rund 50.000 deutschen Panzern und Sturmgeschützen, die während des Krieges produziert wurden, war im Mai 1945 nur noch ein Bruchteil übrig. Aber was passierte mit dem Rest? Der Großteil, schätzungsweise über 80% der bei Kriegsende vorhandenen Wracks, endete im Hochofen. Allein in der britischen Besatzungszone wurden bis 1948 über 600.000 Tonnen Panzerstahl eingeschmolzen. Damals entsprach der Schrottwert eines Panzers etwa 2.000 bis 5.000 Reichsmark. Heute wäre der reine Materialwert eines Tigers, ca. 75 Tonnen Stahl, etwa 15.000 bis 20.000 Euro wert. Aber Achtung! Als Sammlerstück ist ein echter Tiger heute über 10 Millionen Euro wert. Hunderte Panzer entkamen dem Schmelzofen, weil sie für andere Nationen wertvoll waren. Frankreich übernahm ca. 50 Panther-Panzer für ihre eigene Armee. Syrien kaufte in den 50er Jahren ca. 60 Panzer IV über Frankreich und die Tschechoslowakei. Tschechoslowakei und Bulgarien nutzten zusammen etwa 300 bis 400 deutsche Fahrzeuge als Grenzwall oder Reserve. Finnland und Spanien behielten ihre bereits während des Krieges gekauften Panzer IV, insgesamt ca. 335 Stück, noch bis in die 50er Jahre im Dienst. Die Siegermächte sicherten sich die Sahnestücke. Die USA, UdSSR und Großbritannien verschifften jeweils etwa 20 bis 50 der modernsten Fahrzeuge, Tiger II, 100, Jagdtiger, Panther, in ihre Heimatländer zu Testzwecken. Die meisten davon wurden nach den Tests ebenfalls verschrottet. Und heute? Von den Zehntausenden Panzern sind weltweit nur etwa 300 bis 400 echte deutsche Panzer in Museen oder Privatsammlungen übrig geblieben. Davon sind weniger als 10 Stück weltweit noch fahrbereit.